und ich steh vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, raum mir aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, raum mir aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich nun mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Jesus, alles für Jesus, alle haben sie in jemals hoch zu sein. Jesus, alles für Jesus, alle haben sie in jemals hoch zu sein. Dort das bloß in die Wellen frisi. Dort das bloß in die Wellen frisi. Jesus, alles für Jesus, alle haben sie in jemals hoch zu sein. Jesus, alles für Jesus, alle haben sie
en hemelshoog te zijn. Dort is bloos in die, nen wallen ek vriesie. Dort is bloos in die, nen wallen ek vriesie. O van mij, net druimen hoop en bloem. Ek geef dig ons hand, nu dine heen. O van mij, net druimen hoop en bloem. Ek geef dig ons hand, nu dine heen. Dort is bloos in die, nen wallen ek vriesie. Dort is bloos in die, nen wallen ek vriesie. Jezus, alles vir Jezus, all ek heb en zie, en hemelshoog te zijn. Jezus, alles vir Jezus, all ek heb en zie, en hemelshoog te zijn. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Nächste haben wir noch ein Lied, das ist ein englisches Lied, ein bekanntes, Blessed be the Name. Und für ungläubig denken wir nicht, was das Lied alles sagen, das Blessed be the Name hier so. Das ist ein mutiges Lied, was wir singen, und wir singen das auch mutig, aber doch du sind schwere Dinge zum Annehmen hier so bin. Und das Lied. Wenn ich in der Wildnis, wenn ich in der Wüste, irgendwo wandeln muss, Blessed be your name, danach haben wir.
Wat allemaal mij dergeet, maar reich wanneer ik moet lijden wegen irgendwoord. Blessed be your name. God is door voor mij de weg. En alle omstanden. Dat we dan hebben God prijzen dan voor dat wat hij deed en dat wat hij ook nog weer kan doen en wat doen. We zeggen, blessed be the name. Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. And blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. But my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Und ich tobe in himmlisch Vater, wir danken dir, dort in dort, wo wir sind, Herr, du weißt dort in die Kostens von du dran, die Kostens du durchhaben. Wir danken dir für dort. Und Herr, wir danken dir wieder für diesen Abend, dort wir können es der Taub kommen, den Wort anhorchen. Wir beten, dort du musst Diedrich wahre Kraft und Weisheit geben, zum Diener wird sein, zu uns von dir. Dort beten wir in Jesu Namen. Amen. Gott sei Dank für den Abend, was wir kennen, Gemeinschaft haben von der Sowas. Ich freue mich dort, wir haben Menschen zusammen, die interessiert sind, das Evangelium zu verstehen, mitzunehmen und auszuleben. Ich war von Anfang an falsch, Epheser Kapitel 2, Vers 8, es ist dann in Gnade, sei gesellig geworden. Durch den Glauben, dort nicht getönt. Dort ist Gott seine Ruf. Ich habe eine Frage für dich. Kannst du dort helfen, dass du in der Familie geboren bist, was du bist? Kannst du dort helfen, dass du auf der Stadt geboren bist, wo du bist? Ich will Ihnen eine Geschichte vertellen von einem jungen Mann. Und ich will nicht mehr sagen, wo er geboren wird. Er wurde geboren in der Gaza Strip. Wir haben alle von Israel gehört.
Israel ist ein ganz schmales Land, es zit vom Süden und Norden an. An der Südenkant, an der Westenkant, ist ein Meer, Mittelländisches Meer. Dort liegt was, wo Ägypten liegt. Und das ist ungefähr 7 Kilometer breit und 24 Kilometer lang. Da wohnen meist 2 Millionen Menschen. Das sind Moslems. Wusstest du nur, was das Israel? Hamas sehen, war hier geboren. Er wird da gelehrt. Er wird da angeprägt. Er wird angeprägt, dass Gott hat ihn gewählt und durch ihn will die ganze Welt annehmen. Alle anderen Menschen müssen doodgemerkt, wenn sie nicht ihren Glauben annehmen. Er wird abgewassen, dass Israel wie schlacht, und er will bloß immer Schlacht tun. Als 18 Jahre wird dann war er in Gefängnis gestoppt in Jerusalem, in Israel. Er wird im Gefängnis. Er wird von den Menschen im Gefängnis. Im Gefängnis hier, da wurde durch einen anderen gequält worden. Sie trüden sich um einen anderen nicht. Sie leben da irgendwer, der Israel helfen, ihn zu verroden. Sie werden sehr viel gequält. Noten hingen die Finger in die Schuhe, verschiedene Dinge. Aber hier die alle im Gefängnis. Ein Tag nahmen die Israeliten, die Polizei und einen im Gefängnis und nahmen sie mit. Und früher sie, was du nicht von uns schaffen? Nou, wat dat we zeggen, hij zegt, joh. Dus hij zegt, dan had ik niet gelegenheid om de schat schoenen aan te rijden. Vielleicht kan je echt mij met een judendoop meer. Zo dan hadden ze een onderhouding en vertalen ze een beetje wat dat schaffen deed. Dan moesten we terug in de gevangenis nemen. Dan vroegen ze, wat zou je in de gevangenis nemen voor je schaffen zal? Wel zeiden ze, wanneer je los bent, du bent geen vrede. Mensen worden die ene mensen die dood meer. Als er da 12 Monate in Spanje was, dan kon het Gefängnis ruiten, dan waren er 3 en nemen ze met, dan doen ze allemaal zeggen wat ze willen leggen, wat hij voor hen doen wordt. En dan wordt er aan, deze mensen zijn kwesties echt de dochter te weer. Dan onderdenken. En dit is dat hij zo vrij weer, dan eenmaal aan, wat er aan, zij zijn kwesties al raar, wat dat ze de veranstelling wat ze gaan en wat ze willen doen. En bij dem komt immer wat Christentoop en die geven hem de Bibel. Dat hadden niet in de Bibel gezien. Ze hadden een Koran. En den werd dat wist hij meer uitwendig. Den had er zeer veel geleerd. En de Bibel, daar fängt er maar eenmaal, dat is een ander denken ben als in een Koran ben mes. De Koran is eenmaal rach even, mensen kweel, mensen dood meer. Dus Jezus zegt, leef in de nächsten. Dan vond ik de zaken aan en zei, ik zie aanrecht. Wie is dat aanrecht? Dan erfuhr hij wat Epheser 2 vers 8 zei. Denn de Gnade sei gesellig geworden, durch den Glauben, dat ich getunt Gottes Gabe ist dort. Gott geeft hem hier een Gabe weer het eeuwige leven. Nu kun je van deze duisternis waar je bent weer terugkomen en verzaad worden en bereikt Gottes. This man, der heeft veel erfahren, der heeft veel gestudeerd en veel gezien wat er im Christenleven is. Hij zegt mij, want zijn mensen moesten immer gekwält worden. Die worden immer gekwält, dat ze zo'n dingen uitgeven. Dan wordt aan Jezus Christus weer gekwält worden. Jezus is ook einer, die daar verdampt geworden. Die weer am Tisch genäht, die weer gekwält. Wir fangen dann immer an zu verstehen, aber dem an, dass Jesus wird auch schuldig am Tisch genäht. Er muss gequält worden, weil es sich am falsch bedenken deed. Das ist der Sohn of Hamas, als von einer, der da ansteht, für Wahrheit. Einer, der da erfahren hat, was das meint, von der Dunkle rückgenommen worden und das Licht angesagt worden. Wenn je vanaf in Israël fahren en je wordt naar Bethlehem fahren, dan wat de grens van Bethlehem aanvangt tussen de wand is 10 meter hoog. De cementwand. Daarboven is nog vielleicht 1, 2 meter Drohttuin boven. Dan een grens gemerkt tussen de Palästina en Israël.
Wenn ich an diese Grenze denke, dann denke ich vaak an Menschen. Wie wollen Grenzen bauen, wie wollen Tiening bauen, wie wollen Support haben. Und das Aufschnitt in Epheser 2 redet von, wie Jesus gekommen ist, das ist ein Tun, was zu nehmen. Wir wollen anfangen von Vers 1. Und er sagt, und auch Jünd, als sie tot wären an Übertretungen von Sünden, an der je Zeit wandeln deiden, je lebten dabei, nur den Lauf dieser Welt, dus die Welt sich aufdrehen, so der Kjoakj, und nur der Fürsten und der Lust herrscht, die Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der in dieser Zeit das Wort hat und der Kinder des Unglaubens. So redet ihr von den bösen Geistern, Epheser 6 sagt dort, wir haben nicht einen menschlichen Kampf, wir haben einen bösen Geister zu kämpfen. So das sind Geister, und Lauf sind Geister, Romans, und böse Geister. Und er sagte, nur die Geister gingen die legen Einflüsse von denen an die, was die wollen haben. Vers 3 sagt er, und die auch wie alle Eternität wandeln deiden, an der Lüsten von unserem Fleisch, also in der Fleischeslast leben, wir deiden den Wellen, was uns jankert, mit dort, was wir verstehen können, und werden Kinder von Zorn, von der Tür, gleich ist der andere. Nu, wenn die, ich kann nicht ganz vertellen, was das ist, ich kann es schämen, ich sehe nicht, habe ich das vermögen, ich muss ein Mess erfahren. Der Zorn, was der erst an Gaza stirbt, je in Israel. Der vertiefen sich alle Tag, hauptsächlich an, wo sie kein Israel tut mehr. Wo sie kein das Land annehmen, sie wollen das annehmen. Und sie sind in den Zorn von der Natur, von den Kindern von Unglauben. Und sagte, da wie ich auch bin. Nu, ich denke, da muss wir sein, wir haben nicht uns gewählt, wer unsere ältere Sohn sind. Wir haben nicht gewählt, wo wir geboren sind. Wir haben nicht unsere Sprache gewählt, wir haben nicht unsere Namen gewählt. Da haben unsere Eltern und andere von uns getan. So sind wir von Natur Sünder und wir haben uns nicht gewählt, in der Dienstnis zu leben. Wo wir immer checken, ist das Dienstnis, mag uns aber nicht. Wohnen Menschen am Diensten? Nicht Diensten, dass sie nicht Licht haben von Balken oder Licht von einem Flashlichter in der Lampe. Das ist nicht der Dienstnis. Aber am Denken, dies da, erwachen, leben sie das Fleisch nur jankert, leben in der Last vom Fleisch. Viele von uns, weil es bei jedem ein bisschen abzupassen sagt, haben mit das Denken, wie sind noch Gott seine Kinder. Denkt ihnen jung, ich dachte, Gott ist so glücklich, dass er uns mal nicht in Mexiko hat. Sondern es ist ein paar, was am Leben. Und ich warte mir mal an, wie wohnen man diestere Menschen? Ich bin dieste an mein Leben. Ich kann nicht sein. Ich weiß nicht, wohin. Wir werden ein Diesternis. Und es sind noch sehr viel. Und ich will mich dazu sagen, mehr von unseren Menschen, was ein Diesternis leben, als was am Licht leben. Vers 4. Da fängt er an mit Ober. Dat het over Gott. So nu als het ware wat buiten onze kracht is, wat buiten ons vermogen is, zegt het over Gott, der da rijk is om barmhartigheid. Dat is een grote leid, door wat hij ons geleefd heeft. Dan als we nog dood weer, en de zon, heeft hij ons in Christus levendig gemerkt, dan de Gnade, waar we selig. Nu, wenn ich denke, dass wie wollen Menschen aufschieben, was am Diensten leben, was so eine böse Worte nun, da wollen wir auch von bleiben. Was sagt dann, als du eigentlich noch so ein Diensten wären, dann starb Jesus so für uns. Kannst du denn dann denken? Wir haben noch nicht mal gedacht, dass wir ehrlich wären, wir leben da noch nicht mehr. Aber wir leben, kein wir wir leben am Diensten, wir leben an der Natur, wir denken uns an Sozialkeit. Dann starb Jesus so für uns. Kannst du begreifen, ne? Und es sind noch viele Menschen, die das sehr an diesem Leben, die sich aufgehockt haben. Gleich ist ja in Palästina, sie sind aufgehockt, die hingen am Tun.
Die kennen doch euch Dach und nicht Eva. Bitte, sie picken ein Loch in Dach oder klicken nach oben, Eva, wir filmen von uns Leute, dann wurden sie durchgeschoben. Das ist über Gott. Und wenn wir in unserem Leben leben und wir in Einkommen, dann werden wir an denken, das war sich über Gott. Über Gott Wort. Wo Gott erst barmherzig an seine wundergroße Leib. Und als er für uns gestorben, hat er unsere Sünden betont. Als wir noch am dichtsten wir. Als wir noch sehr dichtste Worten deuten. Als wir tot wären an Sünden. Nicht physisch tot, aber geistlich tot. Hat er uns dann all mit Christus lebendig gemerkt. Wo wir hatten nicht hervor. Dann sagt er, in der Gnade. In Gnade sind wir selig geworden. Dann sagt er in Vers 6, und haft uns, und er hat uns, mit am Tod, mit Jesus Tod abgewagt, und mit am Tod an das himmlische Wesen gesagt, haben sie die Dienste zurückgenommen, haben uns am Leben gesagt. Und viele Menschen sagen, ich würde mir vorstellen, das dann nicht. Wo ist es dann alles so Dienste? Dann habe ich eine Frage für dich. Bist du immer noch Jesus gekommen und hast bekannt, dass du am Diensteren bist? Teuerstunden, eigentlich verloren? Und hast du immer gesagt, ich möchte uit de Druk gehoben worden und ich möchte die Gnade annehmen, das Geschenk, was du für mich reich hast, will ich annehmen? Viele Menschen, das ist ein Jung, eine Höchschau. Er vertelt ihn vor, und als fragt ihn vor, sagt er, wirst du, wenn ich vor ich merke mit der Schule, wenn ich meine Prepper vor ich sehe, wirst du meine Kjoakj dann aus dem Geschenk? Und die vor in der Stadt, ich sage, Vater sagt, was ich so war, wir vor in der Stadt und kickte, was von der Kjoakj will, und er sagt, das ist eine Kjoakj. Das will ich. Die Vater sagt, was ich kickt, was ich, davor so drei. In der Graduation ist bald da, und hij pocht dat zijn geen jongens. Hij wordt met jongens in de school. Ik kreeg niet een koor voor mijn graduationsgeschenk. Als de graduationsfase komt, dan komen de geschenken. En dan als een geschenk voor deze jong krijgt, dat is ongeveer zo groot als zitten als eierrol. En hij kan eerst al een beetje enttäuscht. Hij wil gaan die voeders al komen zijn stedels. Wiesen, dus dat zei hier jong, hier zijn de stedels voor die koor. Dat hadden ze veelgesteld. De voerder deed het niet. De voerder macht een angepakte Park voor de grote stad. En hij weer met verknutschte rijdt met openen zaken in de Bibel en zegt in de Bibel. Die ging eruit. Hij ging wachten en hij verliet de stad. Hij verliet zijn thuis. Dus de voerder had hem zeer uitgesmeerd. Zo valt hij, zo luidt hij. Deze jongen bleef lang weg. Die anderen hadden de Bibel gehoord. Ze hadden die teruggebracht aan zijn stoven. En daar hadden een doos neergelegd voor zijn papier weer en dan lachte hij. Een dag kwam hij naar huis, langs het Lothar. Denk, hij wil me kijken wat thuis staat. En als hij naar stad kwam, dan wordt hij aan zijn voordat hij gestorven. Dan had hij allemaal nog. Dan wilde hij allemaal verloren. Maar irgendwo kwam hij naar huis. Komt in huis en vertelt me zijn Mamen. Als met ze verknutsen, dan komt er schließlich aan zijn stoel, kijkt er in het bekken en dan zit er de Bibel. Merkt er op. Weet je wat er zit? Er zit er een check voor de koor. De voerder had hem de check gegeven, hij kon niet gewoon de koor holen. En hij smijt die voet. Dat is wat vele mensen doen met dat geschenk wat God recht heeft vereerd. God heeft dat geschenk recht. Sagt er, hol die dort. Dat is het Gnade, dat is vrij, dat is een geschenk. Du kannst Vergebung haben, du kannst transformiert worden von der Dienstnis am Licht nehmen. Und viele Menschen schmieden das fort. Die achten das nicht. Und jetzt der Abfall, das ist der falsche Anfang. Vers 4 sagt, über Gott. Und Vers 5 fängt an, sagt, als sie noch tot werden. Vers 8 an, sagt er, und haft uns mit Christus Tod abgewagt. Mit am Tod am himmlischen Wesen dann gesagt, an Christus. Und ich muss verstehen, er redet hier nicht zu so einem Wort, das er eingenommen hat.
Weil je hebt de ganze Geschichte, wat er passiert, en wo wie wir. En dan zeg ik daar, omdat dat we het einzige, dat erwiesen können, wat er toekomstig, wat er komen wordt. Den unausschweiglichen Reichtum, also wat Unerklärung der Reichtum, wat er reitleggen dat. Seine Gnade, durch seine Güte, durch seine Gottsein, ja in uns, an Christus Jesus. Er sind so viele Dinge, wat am Leben passieren, wat Gott für uns reit hat, wat wir nie erfahren. This son of Hamas hat dit erfahren. Als een moslim denkt dat hij wordt mensen bestoot merken, kreeg mensen onder denken. Hij zag waar zijn mensen lijden moesten. En dan kunnen we wat een kriets en lezen. Nou wat dan bij Jezus Christus geleden heeft voor ons. Zijn woord braakt. En hij zegt, mijn ziel is mensen te helpen die er lijden moeten. Mensen die er onderdrukt worden. Ik wil dat ik leef alle mensen. We zullen terugkomen van de duisternis. En dat is wat passiert wanneer een mens verwikkeld wordt met dit wat Jezus gezegd heeft. Doch hij heeft ons overzaad van de duisternis en licht. Daar wollen we eenmaal aan, we geven wat ruim aan andere mensen. Daar wil ik best een aan zijn kwak valt te krijgen. Wie wil zijn meer mensen uit de duisternis uit te brengen. Dat ze zum leven kunnen, zum licht komen. Dat de leven fijn aan Christus. We zijn ook geïnteresseerd dat veel mensen mochten naar Kjoakj komen. We zijn geïnteresseerd dat veel mensen naar Christus komen. Dat die worden dus Gnade ervoor. Dan sprak hij in vers 8 zo klar uit, zei hij, uit Gnade zijn gezegend geworden, durch den Glauben. Dat niet van Jund. Gott is goed was dat. Kijk eens de jong. Gott houdt ons de goed aan. Want du die niet nemen wordt, de goed die blijft door. Dus jong, die kunnen check gaan her, dat check we her moest niet meer weer. Wie niet meer geldig. Die weer lang uitgeraakt. Gott geeft ons de genoeg aan. Want die wordt nadenken, maar wie van ons ouders worden metteilen? Van de mensen wat du zijn hast, wat hier gestorven zijn in een zeer zündlichen toestand. Ik wil alle kennen geschicht vertellen. Van deze mensen, die mensen, als gestorven, en is kamerlijk aangekomen. Wat heeft er met je schenken doen, wat God aanhield? Hij wie er leist, heeft er niet aangenomen. Helpt hem niet. Wie ze heeft er niet aangenomen. We zullen een kennen truren wij nächsten, wat al waag is, dat zal ons best in herinnering zijn, wat passiert van mensen dat je schenkt niet aannemen. Vandaar zullen we kijken naar de mensen wat nog leven. Voor dat je schenk rijdt is. En helpt dat ze het mochten aannemen. Because de zonde is betoeld. Dit zei ik ook, dit zegt het woord. Dat zegt in de Bibel, dat zegt de Bibel wat de Oudste Prediger gesproken. Zegt de Bibel wat één verhaft. Uit je nood. Zijn we zedig geworden. Wie denken fouten uit waken? Wie maken dit en dat doen? Dat is één ding wat we maken doen. Dat is het leven. Nu, ik had ieder moment gevraagd, hoe erklärt je geloven? En veel mensen weten niet wat ze erklären zullen. Hij zegt, dat is wat leven wat er niet zijn kan. Nou, maar als je die is en ik leef ik wanneer ik erop val en ik wil het lekker op. En weet je, de taten en ik zei op je hand vol. Geloven is niet wat we niet, bloß wat we niet zijn. En we kunnen het niet alles zijn. Maar geloven heeft grond. Geloven heeft een oorzaak. Dat bewijst zich dat we kunnen dat weten dat er geloven is. Ik kan je woordje vangen wat dat nog klarer erklären net voor ons mensen. Dus wie dat woord geloven brokken, als wij niet goed geloven. We gaan geloven aan mijn vrouw tegen. Maar nu je ons vertaalt, dan vraag je, weet je dat nee? Nou, ik weet dat niet, nee, maar ik geloof dat weet. Dat is niet geloven, dat is niet biblische geloven. Biblische geloven is vertrouwen. Vertrouwen dat wat Gottes woord zegt, dat het zo is. En dat is niet in wensen. Dat is niet, ook niet in een lof wat we niet weten.
Wir können das nicht sein, aber wir weiten das. Ich meine, nicht alles sein. Krijgt dus de kost de Luft hier man nicht sein. Aber du hast einen Titel, wo oben geholt wird, die was hier war. Wir vertrauen der Luft, das Gott, wir holen uns da an. Wissen wir nicht, dann können wir nicht lange leben. Krijgt zoals Luft hier ben, als dus Gott nicht Gnade hier ben. Wenn ich dort vertrauen, dass Gott das so meint, dann sagt ich, Gnade sei selig geworden, durch den Glauben. Durch das Vertrauen. Gottes Wort sagt dort und ich schenke das Vertrauen. Dann sagt er, und dort nicht von Jünd, Gott ist eine Go was dort. Was ist eine Go? Go ist ein Geschenk. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Die Sünden, die du getan hast, die wird Gott dir schenken. Was meint das? Das meint es, dass ein Mann, ein reicher Mann, der hat einen Tag verkauft gegeben in der Zeitung, dort Donnerstag von Klock 1 bis Klock 4 kann ich in meine Office kommen, dann kann ich mir all die Schuldsadels bringen und ich werde betont. Und der Mensch redet sich ab. Und den Tag Donnerstag war wieder ein davon sie und versammeln die in Hüster vergaß, von uns vertalen, sagte, was lässt jemand irgendwo, das ist irgendwo ein Herken mehr werden. Wo würden Menschen das tun? Die vertalen nicht davon, die vertalen, sag ich, das wir das tun? Ich lege das irgendwo in Herken hängen. Und ich verhalf viel, dann kommen ein paar andere, die da ganz abdirekt Hand, sagt er, haben Sie keine Schuld auf den Tod? Ah, sagt er, wie leben, was aber tun? Und das Lied ist dann traurig. Und dann war ein Zegel und sagt, hey, komm mal her. Von Gott fängt er mal aus, was du da was tun? Dann kommt das sein, der war wo cool. Das Lied geht in den Put an, der Mann sagt, komm näher. Und sei es, wir haben gelesen in der Post, dass die bestwahrlich unsere Schuld zu betonen. Und dann hat er einen Sadels mit, und leise er einen Dash an, sagt er, ist das alles? Ja, sagt er, das ist alles. Er teilt das Top, schrift einen Check uit, jeft er dort. Und dann waren sie zurück und sagte, das ist ein klein bisschen Dulsraad. Und ja, Lieder begaß zu lüren, was er kommt, was er kommt. Und als die Glocke 4 war, dann sagte er, ich kann gehen. Und dann merkte er, der und schlitte der doch. Und dann fragte er, habt ihr den Schuld betont? Sagte er, ja, Check. Dann so abwärts heran, dann war so noch mehr. Der ist toll, wie von 1 bis 4. Diese Männer hatten nicht vertrauen, die hatten nicht glauben. Die hatten alles an Gedanken, was er könnte hängen sein. Das ist alle Dinge nach. Die können der Schuld alle betonen. Mit der Check. Und so viele Menschen, ja, das ist so, die nehmen die Gnade nicht an. Das ist ein Geschenk. Hast du die Ahnung? Bist du klar, wenn Jesus Christus von der, wo die raupen, so aus dem Haus kommen, dass du bei ihm sein? Wenn du das angenommen hast, dann kannst du klar sein. Wenn du das nicht angenommen hast, und die Zweifel ist Eva, dann stehst du mal büten. Dann verstehen der noch mal betonen und sagte, nicht utwirken, omdat nicht jemand will puchen, was er sich verdient hat. Denkt ihr an ein Geschenk, dort soll ein Mensch demütigen, und jemand demütig sein, was er annehmen kann, jemand sich losfloten, mit weil ich sein, sich selbst Hand gegeben sein, ich nehme das an. Das ist die andere Lieder. Dann verstehen, sagt er dann, wir sind sein Werk, wir sind seine Arbeit, gemerkt an Christus Jesus, to go to work. Wann wir das Gnade angenommen haben, und wir haben Glauben, dass dann wollen wir go to work sein. Der go to work ist dann nicht anders zu verdienen. Wie ist das ein Geschenk? Das ist uns gegeben worden. Und nu, dass wir das Geschenk angenommen haben, nu sollen wir go to work haben. Wozu Gott uns berufen hat, dass wir dort ein Leben sollen. Dann sagt er, Vers 4 anfängt an, sagt, doorwegen. Dort denken, daran, also dort daran denken, dass die eine Zeit am Fleisch leben, die werden eine Zeit auch tot. Die werden Heiden. Die werden die Unbeschnittene. Die werden da genannt worden von denen, was die Beschneidung erfahren haben, von den Juden, dass wir sind die Verachte. Vers 12, dass die selbe Zeit
waren ohne Christen, wir ohne Christus. Fremd uit de burgerschap van Israël, fremd het testament, de verheißung, en die hadden geen hooping. En die waren ohne God in deze wereld. Zo nu dat de eerste mens wat eruit gehouden, dat je denkt aan, die waren een dag ook aan diesteren. Die waren ohne hooping. Die waren ohne God in deze wereld. Dan vers 13 vangt aan, zegt je, nu aber sind die in Christus Jezus zijn, en wie ze een tijd vreemd waren, dichtbij gekomen. Durch das Blut Christi. Christus hat sein Blut gegeben und hat das betont, dass wir können dichtbij kommen. Was meint das? Dass wir erst mal so wieder auflegen, erst wieder die Wand dazwischen. Nu können wir dichtbij nach Christus kommen. Nu können wir dichtbij arm sein. Durch das Blut Christi. Dan sagt er, dat is ons vrede. Dat is ons vrede, dat ons beiden heeft hij ingemerkt. En heeft doorgebracht in de wand wat tussen jullie weer. En dem dat hij zijn vlees wegnam, in de vriendschap wegnam. En wat voor de vriendschap werd gezegd. Want die man checken is wat dat fashion is, die kost er gleich nachplaten. Dat is lekker cement, een glazen cement met een heg. De boven is een broodtuin, hageldrood. En de bovenbesten zijn, op een was een zijn door, dus de tarms waar de lotenbaan zijn, maar die snap kruipen, maar die even kruipen, moet je doodschrijven. Kost er gleich hebben. Maar hier, dat is de wand, wat ons opvalt van Christen, van Christus, der heeft Christus weggenomen. De wand is er nicht mehr. Nu kunnen we aankomen en we kunnen Vergebung vinden. Hij tragt ons zurück. Hij staat ons op een steen op wat er stuk stonden daar. Als we in Israël weer, en het moet we weer nachblijven, wie een klein stukje, die verkaufen alle soorten stromme zaken. En onkel Per Thiessen had ons metgenomen met onze reizen en wilde met zijn, wo ze hadden van halt uitgesneden, wo Jezus Petrus de feit waschen deed. En dat is maar wirklich Peter, dat ze dit worden van het geschenk aanvaarden. Ja, niet voor zo hoog. Dan wilde $200 aan, dat zei me zo sehr dier voor. Ik zei, dat is mij best te dier. Dan vertaal ik aan van deze wond. Zei ik dat van deze opschnitt, wat ik gelezen heb, hij was een Araber, hij was een moslim. Zie ik dat het meest wichtig geworden, je had in de wand tussen de moslims en tussen de Juden. En ik zei, Jezus kan de wand weg te nemen. Hoe zegt er dan nog? Zegt hij, wo stond geschreven? Ik zei, ik heb in de Bibel niet meer. Zegt hij, ik ga holen zien de Bibel, bracht met deze stukje op, Efeziërs 2, vers 14, dan los er dan. En wie gingen eruit? Nächsten Tag, dann kämen wir mit alle wieder rauf, und dann wollen wir eten gehen, und dann sagt er uns herab und sagt, kommt her. Und ich wusste gar nicht, meine Friede, waar wir gehen. Gingen wir dann an, dann sagte er, ich hatte danach wenig geschlagen, wenn den Aufstand von dem du gewesen hast. Jesus ist gekommen, die Wand wegnehmen, zwischen den Juden und den Moslems, zwischen den Araber. Und wir haben die dann nach Hause. Sagt er, schnell wird die dort verkaufen von hohem Preis. Dat woord Gottes heeft kracht. Dat woord Gottes dat ons aangeriepen. En hij zegt, hij heeft den tuin weggenomen. Hij heeft de vriendschap weggenomen. En wanneer je niet kijkt is, ik weet niet hoe du staat. Dus ik oppas het helemaal weer onze vriend. Ons engste aan, die licht dicht begonnen, die slachten en kingen eten die op. Dat is zu mij vertalen, als ik oppassen ben. Van jou, habe ich 2 Mal gemerkt, dass in der Bibel geschafft. Ich freue mich dazu. Ich bin in der Boje, was man 2 Mal, ich kenne das Evangelium gepredigt. Ich habe mir einen Tub spaziert, wir haben einen Tub gebet. Wir haben einen Tub Gemeinschaft gehabt. Das ist kein Tun zwischen mir und den 2 Mal, was den Herrn und euch noch. Wir hier in einen Herrn noch. Eerst mal mit den Mexikanern, der Weltmenschen.
Vandaar vinden we Mexikanen wat Jezus ooit noemt aan. En wie zijn breid aan zasten en haar. Wie zijn toop, hij heeft de vriendschap weggenomen. Ik zei immer waar, wo ook man kan ze maar niet. Vriendschap was. Die voor de Kjoakj, wie zijn dragen, wie zijn aardig. En maar nee, is me werkelijk dit ze genoeg ervoor. En mensen waar we aan kunnen de toekomst versieren, dat is met wat de Heer in het leven gedaan heeft. Van diesteren en licht gezegd. Dat is wat Jezus heeft gedaan, niet genoeg. Vers 15 zegt hij, wat de vriendschap wie dat je zat. Dat je zo in geboten gesteld war, of dat aus zweien einen neuen Menschen in ihm selber schüttete, schufte und Frieden machte. Also er hat von diesen zwei, was sich Freundschaft hier, hat ein Mensch gemerkt. Und er hat die Freundschaft weggenommen. Schwester, ich wünsche, jeder einer hier von dir, wenn du Freundschaft hast, dass die überschluten wegnehmen. Krijgt niet jij wem, de vriendschap die maakt weg. Niet was niet verspreken, want nee, wat hangt van, daar willen we niet van de Bijbel reden. Dat was ik verspreken. Want we hangt van, daar waar we duiden wat Jezus van ze doen heeft, waar hij ons nieuwe mensen gemerkt heeft. En dat heeft immer wel een vrij. Weet je, want Jezus de vriendschap wegneemt, dan is er vrij, dan is er vrede. En dan kijken we ons in aan als breid en zaster om haar. Dan gaan we ons koud zijn. Dan ze doen dat ze in Kjoakj was, als in Taramara, Boliviano en Mexicana. Dan zijn we top. We zijn alle top om haar. We zijn eind aan Christus. Dan vers 16 sagt und dass er beide versöhnt mit Gott und in Liebe durch das Kreuz. Also er hat diese zwei Menschen versöhnt. Weet je dat wie brauchen eine Versöhnung? Versöhnung braucht Anstrengung, braucht Kraft und braucht Mut. Die mein Bruder, der kam zu mir und sagte, ich will leichen, weil ich mich versöhnen mit meinem Bruder. Sagte, wir haben für 17 Jahre das top die Arbeit. Sagte, wir haben top die Arbeit, wir haben top Land, wir haben top Gesellschaft und wir sagen uns immer. Und wie bedoelt diesen Bruder wohl uitschluiten? De vlug heb je kosten gehad. Hij heeft 2 jaar met de beide broeders geschafft. Een dag had de man een frühstück en als ze wegvoeren, dan zei de broeder, wat hij, en dan zei hij, verstaan. Sagt hij, ik wil me zo vrij, en ik van eerste oevers kon een contract aan mijn hang gaan, zei we gaan vrede meer. En ik wist niet zo recht voor wat hij reden, ik wist niet wat hij hem zeggen had. Als ik met zijn thuis weer de vlug had, sagt er, dat is een andere man, die wil ook naar mijn broer komen, woest de hand voeren. We zijn dus, we kennen vrede meer. Voor ik de hand, dan vroeg ik aan, wat verlangt u van een broer, die kan niet verzoenen? Zo zegt hij, half niks. Half fertig geproefd, het schaf kwam. Ik zei, dat kan ik mijn vrouw beantwoorden. Ik zei, wat verlangt u van een broer, dat die niet verzoenen kan? Dat het schaf kwam. Ik zei, dat kan ik mijn vrouw beantwoorden. Wat verlangt u van een broer, die kan vrede meer? Maar eenmaal dan kon hij verstaan. En dat hier veel als ik je vertalen kon, want zegt daar $15.000. Nee, $30.000. En ik kon die broer dat zijn. Ja. Zo ik vond zijn broer. Zei hem, wat best die broer geven? Hij zegt, dat is heel lang voor ik die $100.000 geef. En ik vroeg je hoeveel. Ik zei, wat best die broer geven? Hij wist dat hij had het thuis, hij wilde hem met geld schuldig. Nou, zegt hij, dat weet je wat je zou zeggen. Hij nou zegt, ik wil mijn kanker van. Hij ging buiten en plakte een vrucht af van die boom. Maar als je vroeg om met een phone, dan zei ze, hier, ik zal ook een phone komen. Dan vraagt hij, wat is dat van, wat zou ik doen? Ik zei, je moet één van ontbijten. Je moet zeggen wat er in geven was. Dan kwam dat nummer op $15.000. Ik zei, kan die broer dat zijn, als je $15.000 geven? Ja, zegt hij, ik was het zijn. Ze kijkt die broer en zegt, die broer biedt $15.000 aan. Dan heb je nog 5 dingen onder wat hij wil hebben. Zegt hij, onder 5 dingen kan alle hebben. Dan heb je één ding wat hij dacht, wat hij wil. En dat duurt 8 stunden. Dan hebben we een contract geschreven.
En das Morgen wordt er van Kjoakj weer, die had me een contract geschreven. En dan zegt hij, niet wel, we hebben die chance geschreven. We worden ons vergeven. En dat niet meer opnamen wat hier was. Ik nam een contract met zijn broer aan. Die broer die kon niet schrijven wat ze nog juist. Hij mocht het alle reizigers bereid houden. Hij schreef een contract. Hij bracht een 2 hier aan. Dat is een schrijf daar. Dan geeft den broer den contract. Zei, goed met een kapje. En de gast brengt dat bij ons daar. En de bruid had een verzoening ervoor. En mijn weg vond de broer mij. En zegt, mijn broer heeft zijn fei op mijn land. Ik zei, wat heb je in een contract geschreven? Oh, oké, ik weet. Hij heeft niet meer davon geredet. Als hij weg Luther vangen ze aan. En de weg te vertalen, die niet aan vertalen ze alle dag toe. Die werden verzoend. Die hadden vrede gemerkt tussen zich. Want die was vrede merken, dan moet ze bellig zijn wat te doen dafür. Nee, meen niet dat je allemaal bekijken, maar we moeten bellig zijn aan te geven, dat was eigenlijk waar we dat verzoend willen. Nee, gaan we opbrengen en zeggen, ik heb ze voor verspeeld. Jezus Christus, die verspeelt niet zijn leven. Hij geeft zijn leven. Waarom? Om te betonen wat u en ik bij God schuldig zijn. Dat is wat hij deed. Nu zegt hij, nu heeft hij de vriendschap weggenomen. Als ik jaren later dan vond, dat broeder mij waren, dan zegt hij, dankzij voor mij helpen. Dankzij voor wat je mij doen hast. Anders heeft dat schon gewonnen. Nu spreekt mijn moeder, ik zal weer arbeiten. Nächste week hier, ik zal sterven. Glücklich auf je rest en vrede en eeuwigheid. Is dat niet wat we alle willen? Hast du vrede met mensen? Hast du vrede met God? Dat is wat God wel. Hij houdt ons het hand als een geschenk. Dat is een goef. Hij houdt ons eeuwig leven aan. Dat kost je hand. Maar hij wordt hier in de opstappen, dan moet je nemen. Dan moet je hem geloven nemen. Du moet wel eens zijn dat ons nemen wat hij die ontbijten deed. We kijken weer aan vers 17. En dat is een huisje gekomen. En heeft verkündigd dat evangelium. De heeft dat metgedeeld. Den vrede te junt. Die je weet opweer. En die ook daar wat je dichtbij weer. Denn durch ihn haben wir den Zugang, alle beide in einem Geist zum Vater. Durch Jesus Christus haben wir den Totritt. Wir können alle kommen. Und wir können um Christ kommen. Wir können um Gott kommen. Alle. Einige was wir machen. Ons echt gaan leiden. En dat we geloven ook niet wat hij ons gegeven heeft. Hij houdt ons de vergeving aan. Niet bloß wat we ons doen, de vergeving wat we brücken, om werkelijk im Himmel te zijn. Treurig te zijn dat viele mensen nemen dat niet aan. Dat is anders te einfach. Want die te einfach is, dan moet ik zeggen, ik weet geen andere weg. Den andere weg vingst, dat je wordt in de hemel komt, dan go je. Maar de Bibel leert ons bestaat een weg, der Jesus Christus. We hebben ook gestern ganz klar, woonst de ware weg zur Seligkeit, dan sagt, der ich den geloven an Jesus Christus und sie vergotene Blut. Dat is de einzige weg. Was stirbt den Weg? Oh, het Stunden van gebed. En weet je wat mij in de eerst, mocht ik dit voor jou. Best te klaar. Dat je op een weg bent in de hemel. Best te klaar dat je hast dit ongenomen, dat je schenkt wat Jezus je geeft heeft, wat niet hast. Vanuit die lijn heeft niet kost entscheidung meer, om het besser of niet. En ik gebed had, wanneer die zinger komen zingen, en wanneer die was komen verder, en ik word die wordt met die te beden, wanneer die houden dat dit in vorm kost. Herr Jezus, ik dank die voor die genade. Ik dank die dat je bloed vergoten hast voor onze zin. Ik dank die dat je een leven ja, wat hoofd ja God best.
Herr, viele von unseren Menschen wohnen am Diester. Ich weiß nicht, wo das ist, was hier von das Haus durchreichen, wo du Herr weißt. Und ich weiß nicht, wo die sind, was meine Noten wollen durchreichen. Und du weißt. Ich frage, wo der Heilige Geist leiftolig, überzeugend an die Menschen arbeiten, dass die kommen würden, dass sie genug unternehmen. Und Herr, wenn ich nicht so ist, jemand ist, der das nicht klar hat, dass er die Kind ist, ich bete, dass die Person das nicht mehr klar mehr. Ich bete für diese Gemeinde, dass sie wird die Arbeit tun, um diese Menschen wieder zu halten. Dass du das, dass Paulus steht mit dich Brief schreiben, dass Timotheus steht an der Kjoakj mitarbeiten und dass die Arbeiter wird eingestellt werden. Ja, du hast die Menschen, die eingestellt sind, sehen het met deine Leib, vullen het met deine Geist, vullen het met deine Leib, dus de arbeid te bieden te vervullen. Bid ik om Jezus willen. Amen. Wanneer du mocht komen en rotzeken, bitte sie wahrlich dat te doen. Wanneer je niet moed hast en kracht hast en ver te komen, blijf zaten. We wollen zijn die te houden. Nu haben wir nach Gelegenheit, weil wir die Gelegenheit nicht luten verbiegen. Geh nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade zeigest, geh nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade zeigest, geh nicht vorbei. Gib mir an dem Thron der Gnade, rufen meinem Schmerz. Seh, hier knie ich tief in Buße, tröste doch mein Herz. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade zeigest, geh nicht vorbei. Nur zu dir steht mein Vertrauen, Fels der Ewigkeit. Bei dir bin ich armer sicher, jetzt und alle Zeit. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, da du an der Gnade zeigest, geh nicht vorbei. En Jezus wordt niet voorbij gaan. Worst u? Herr Jezus, ik dank dir, dat je hier gekomen is. Ik dank dir voor dein woord. Ik dank dir voor den Heiligen Geist. Ik bid dat u wordt aanhouden blijven aan te arbeiden aan ons. Omdat we alle worden reizen aan die Vater komen. Zijn ons wanneer van hier gaan. Merk ons zum Sehen um Jezus willen. Amen. Du bist ja des Trostes Quelle, Sünden bringst du heim. Sei der Friede meines Herzens, wird mein ganzes Teil. Heiland, Heiland, hör
des Herzens Schrei, da du an den Gnade zeigest,